Hallo meine Freunde, hola Madridistas, die Länderspielpause ist vorbei, es ist endlich wieder Zeit, das Madrid-Trikot anzuziehen. Unsere Jungs sind entweder schon in Madrid oder auf dem Weg in die spanische Hauptstadt, um sich auf das wichtige Spiel am Sonntag in Getafe vorzubereiten. Heute in dem Video schauen wir uns natürlich an, wie haben sich unsere Nationalspieler geschlagen. Nicht nur gestern, sondern wie lief die gesamte Länderspielpause für unsere Jungs, wer kommt in guter Verfassung zurück. Dann schauen wir uns auch das Teamtraining von gestern an. Insbesondere schauen wir uns natürlich an, wer von den Verletzten stand wieder auf dem Rasen, wer kann gegen Getafe spielen. Die neuesten Infos dazu bringe ich euch natürlich auch. Und zu guter Letzt habe ich noch zwei Themen. Wobei ein Thema gar nichts mit Real Madrid zu tun hat, aber es ist so schön, dass ich das unbedingt mit euch teilen muss. Und im anderen Thema, da geht es natürlich schon etwas um Real Madrid, um eine der größten Legenden in der Geschichte von Real Madrid. Cristiano Ronaldo bricht den nächsten Rekord. Was für ein Biest. Naja, wie ihr hört, auf jeden Fall ein vollgepacktes, interessantes Video. Viel Spaß dabei. Ja, und ich hatte euch versprochen, eine Geschichte, die wollte ich mit euch teilen, die hat so gar nichts mit Real Madrid zu tun, aber die hat natürlich mit der Welt des Fußballs zu tun. Ab und zu schaue ich auch mal links und rechts, was außerhalb von Real Madrid passiert, und diese Geschichte ist so schön, die wollte ich unbedingt mit euch teilen. Und zwar hatte gestern Suriname ein sehr wichtiges Spiel in Panama. Und die Fans von Panama haben gedacht, die Jungs von Suriname, die lassen wir nicht schlafen. Wir machen vor dem Hotel Musik und Party etc., damit die nicht vorbereitet sind, damit die nicht ausgeruht spielen können heute Abend gegen Panama. Und wie hat die Mannschaft von Suriname reagiert? Die sind runtergegangen, schaut es euch an, und haben mit den Fans von Panama getanzt und haben da Party gemacht. Wie sympathisch kannst du sein, Suriname? Ja, also die beste Reaktion, die ich jemals darauf gesehen habe. Es kommt ja schon hier und da mal vor, dass Fans vor dem gegnerischen Hotel Palaver machen, damit die Jungs nicht schlafen können. Suriname die perfekte Antwort gegeben. Auf dem Platz hatten sie nicht ganz so viel Glück. Die haben 1:0 geführt, haben in der 95. Minute den Ausgleich kassiert gegen Panama. Naja, vielleicht waren sie nicht ausgeschlafen genug. Naja, wie dem auch sei. Naja, Schluss jetzt, kommen wir jetzt zu Real Madrid. Und wie wir das gestern gemacht haben, sind wir heute mal chronologisch. Gestern um 12:30 Uhr Japan gegen Brasilien. Und man dachte, der Zug Brasilien fährt wieder auf Höchsttemperaturen. Nach 20 Minuten oder so war Brasilien schon wieder 2:0 vorne in Japan. Ja, aber dann ist der Zug ein bisschen entgleist, wenn man das so sagen möchte. Japan dreht ein 2:0 gegen Brasilien und gewinnt zum ersten Mal in ihrer Geschichte gegen die Brasilianer. 3:2 Sieg für Japan, ein herber Schlag für Carlo Ancelotti und für Brasilien. Aber für uns Madridistas das Interessante in dem Fall: ein Vini Junior hat die ersten 57 Minuten gespielt, ist dann ausgewechselt worden. Ein Rodrigo ist in der 57. Minute reingekommen. Ein Militao durfte sich die gesamten 90 Minuten ausruhen. Gute Nachrichten im Endeffekt für Madrid. Alle Brasilianer sind auf dem Weg nach Madrid, sind am Morgen oder spätestens übermorgen wieder da und können sich dann auf das Spiel gegen Getafe vorbereiten. Xabi Alonso muss schauen, wie fit sie sind, um gegen Getafe Vollgas zu geben. Dann das zweite Spiel gestern: Spanien U21 gegen Finnland U21. Ja, und Gonzalo Garcia. Wenn einige noch gezweifelt haben, dass der Real Madrid-Gene hat, dann sollen die sich das Spiel der U21 von Spanien gestern angucken. Spanien ist trotz Überlegenheit in der 90. Minute 1:0 gegen Finnland am Verlieren. Dann macht Gonzalo Folgendes, ich lasse das mal so ein bisschen parallel laufen. Der macht zunächst einmal eine tolle Vorlage zum 1:1 in der 90. und macht dann in der 93. selber das 2:1 für die spanische U21-Nationalmannschaft. Also Gonzalo Garcia hat in 2 Spielen 2 Tore und 2 Assists. Tolle Länderspielpause für den jungen Spanier. Ich drücke ihm die Daumen, dass er mehr Minuten in der ersten Mannschaft kriegt. Der hat sich die einfach verdient. Ja, dann kommen wir zu einem anderen Spiel. Türkei in ihrem sehr wichtigen Spiel gegen Georgien. Ich habe gesagt, die haben schon in Georgien gewonnen. Die werden auch in der Türkei höchstwahrscheinlich gewinnen. Und die Türken, meine Güte,
die erste Halbzeit von der Türkei, das war der absolute Wahnsinn. Also, ich bin froh, dass sie gegen Spanien nicht so in der ersten Halbzeit gespielt haben. Traumfußball von der Türkei in der ersten Halbzeit. Wer den Fußball liebt, soll sich die erste Halbzeit von der Türkei gestern anschauen. Die haben das Spiel da schon klar gemacht. In der zweiten Halbzeit haben sie etwas vom Gaspedal runtergegangen. Im Endeffekt gewinnt die Türkei 4:1 gegen Georgien. Und es ist inzwischen nur noch ein Zweikampf, wer sich für die WM direkt qualifiziert und wer noch in die K.O.-Runde muss. Spanien oder Türkei. Spanien liegt da zurzeit vorne. Ja, wie dem auch sei, uns interessiert Arda Güler. Der hat 69 Minuten gespielt. Er war ausnahmsweise mal in keinem direkten Tor involviert, also kein direkter Assist oder kein direktes Tor. Naja, wir fangen nicht an mit Pre-Assists, wie gesagt, wir sind keine Fans vom FC Barcelona. Naja, im Endeffekt, gutes Spiel von Arda Güler, das Wichtigste, unverletzt kommt er zurück nach Madrid. Und dann um 21 Uhr war Brahim noch unterwegs mit Marokko, die haben 1:0 gegen den Kongo gewonnen. Brahim hat 80 Minuten gespielt, eine gute Leistung über den rechten Flügel gebracht. Vielleicht kriegt er ja auch unter Xabi Alonso hier und da mal seine Chance. Ja, wenn wir uns die gesamte Übersicht anschauen, sehen wir, dass der einzige Spieler, der 90 Minuten gemacht hat, Thibaut Courtois war, zweimal für Belgien durchgespielt, Brahim kam auf 160 Minuten, David Alaba 155 Minuten, Arda Güler 137. Wieso wird er immer in der 70. Minute ausgewechselt? Kann mir das einer sagen? Naja, wahrscheinlich, weil beide Spiele schon entschieden waren. Gut, besser für Madrid. Vini Junior kommt auf 136 Minuten, Gonzalo auf 135 Minuten. In diesen 135 Minuten hat er 2 Tore und 2 Assists gegeben. Die Grafik ist nicht ganz richtig. Rodrigo in 123 Minuten 2 Tore, Camavinga 95 Minuten gespielt, Eder Militao 90 und Kylian Mbappé mit seinen 83 Minuten, in denen er ein Tor und Assist gemacht hat, ist er der Spieler, der am wenigsten gespielt hat in der Länderspielpause. Also als Madridistas im Großen und Ganzen von den Ergebnissen sehr gut für die Nationalspieler. Von den Verletzungen müssen wir noch schauen. Ja, gestern habe ich euch gesagt, Mendy sollte zum ersten Mal wieder für Real Madrid trainieren. Andere haben gesagt, ein Trent Alexander-Arnold spielt, trainiert, ein Carvajal trainiert, ein Mastantuono, ein Kylian Mbappé etc. Viel Theorie. Gucken wir uns die Realität an. Genießt das Training von Real Madrid. Rápido. Venga, dale. Eso es, ahí. Aguanta las puertas y salís. Buenísimo. Sí. Sí. No, qué buena. Ja, tolles Training wieder von Real Madrid. Für diejenigen, die sehr aufmerksam waren, die haben gemerkt, ein Ferland Mendy war tatsächlich nach über 6 Monaten zum ersten Mal wieder auf dem Trainingsplatz. Er hat das gesamte Training mit der Mannschaft absolviert. So wie es aussieht, ist er absolut fit für das Spiel gegen Getafe. Am Ende entscheidet natürlich Xabi Alonso, wer nominiert wird und wer nicht. Aber schöne Nachrichten für den Franzosen. In Madrid sagt man, die geraden Jahre von Ferland Mendy sind immer seine starken Jahre. Da gewinnt Madrid die Champions League. Mal schauen, ob der Franzose da dieses Jahr seinen Lauf beibehält. Ja, wer allerdings nicht beim Training war, war der Rest. Ein Trent Alexander-Arnold war auf dem Platz, hat aber nur teilweise Training absolviert, ein Dani Carvajal noch gar nicht, ein Franco Mastantuono und ein Kylian Mbappé auch nicht. Aber da kann ich euch etwas Entwarnung geben. Lesen wir uns den Artikel zusammen einmal durch.
Mbappé und Mastantuono trainieren nicht, werden aber gegen Getafe zur Verfügung stehen. Der Stürmer leidet weiterhin unter Knöchelbeschwerden, die gegen Villarreal begannen und sich im ersten Spiel in Frankreich wiederholten. Kylian Mbappé hat heute Nachmittag nicht mit dem Rest seiner Teamkollegen trainiert, da er nach der Länderspielpause wieder ins Training eingestiegen ist. Er wird jedoch voraussichtlich rechtzeitig zum Spiel gegen Getafe an diesem Sonntag um 21 Uhr wieder zur Verfügung stehen. Der Stürmer von Real Madrid plagt sich seit dem Spiel gegen Villarreal mit Problemen am rechten Knöchel herum. Er musste die Nationalmannschaft verletzungsbedingt verlassen und musste die meiste Zeit der Woche pausieren, kehrte aber für den 3:0-Sieg gegen Aserbaidschan zurück. Er erzielte ein Tor und gab eine Vorlage, konnte das Spiel jedoch nicht beenden, weshalb Deschamps ihn für das gestrige Spiel gegen Island schonte. Das Spiel endete 2:2, wodurch die Franzosen sich noch nicht für die Weltmeisterschaft qualifizierten. Real Madrid untersuchte Mbappé nach seiner Ankunft und schloss eine Knöchelverletzung aus. Gute Nachrichten. Es wurde jedoch bereits festgestellt, dass er in den ersten Tagen dieser Woche nicht trainieren wird. Geplant ist jedoch, dass er sich in den kommenden Tagen schrittweise wieder in die Gruppendynamik integriert und am kommenden Sonntag gegen Getafe anzutreten. Franco Mastantuono hingegen arbeitet alleine, nachdem er nicht für seine Nationalmannschaft spielen konnte. Der Argentinier hatte bereits Muskelbeschwerden und die argentinischen Ärzte schlossen ihn nach der Untersuchung seiner Beschwerden aus. Der ehemalige River Plate-Spieler sollte jedoch auch gegen Getafe problemlos spielen können. Ja, also, Entwarnung bei Franco Mastantuono und bei Kylian Mbappé. Allerdings bei Dienhausen soll es noch so aussehen, er wird das Spiel gegen Getafe wohl verpassen. Das gleiche gilt anscheinend für einen Dani Carvajal und einen Trent Alexander-Arnold. Xabi Alonso hat also noch einige Puzzle im Kopf, die er lösen muss. Naja, wer eben beim Training genau hingeschaut hat, hat einen gewissen Joan Martinez wieder in der ersten Mannschaft mittrainieren sehen. Und dieser Junge hat am Wochenende gegen Pontevedra ein tolles Spiel gemacht. Man hat einfach gemerkt, dass er was ganz Besonderes ist in der Innenverteidigung. Ein absolutes Zweikampf- und Kopfballmonster. Macht dann noch fast so einen Volley-Schuss aus 18 Meter in den Winkel. Der Torwart von Pontevedra hat den unter der Latte rausgefischt. Also Joan Martinez, mich persönlich würde es freuen, wenn er nominiert ist. Vielleicht kriegt er sogar seine offiziellen ersten Minuten für die Mannschaft von Xabi Alonso. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Thema. Auch wenn er kein Spieler mehr von Real Madrid ist, auf diesem Kanal werde ich immer ein absoluter Cristiano Ronaldo Fanboy sein. Für mich der beste Fußballer, der diesen Planeten je betreten hat. Ja, seine Tore, seine Rekorde, seine Aura, sein Wille, das spricht einfach für sich, einzigartig in der Welt des Fußballs. Und gestern hat der Portugiese das mal wieder unter Beweis gestellt. Ich lasse mal parallel seine 2 Tore von gestern laufen. Mit diesen 2 Toren der nächste Rekord, den er bricht. Er ist alleiniger Rekordtorschütze bei WM-Qualifikationen. Er hat damit einen gewissen Carlos Ruiz und einen gewissen Lionel Messi hinter sich gelassen. Vor allem, wenn man auf die Spiele schaut, für die er gebraucht hat, um die Tore zu machen. Da ist Carlos Ruiz die einzige wirkliche Konkurrenz. Der hat nämlich 39 Toren bei 47 Spielen, Ronaldo 40 Toren bei 51 Spielen. Die Gegner von dem Carlos Ruiz sind natürlich nicht auf dem Niveau, wie in Cristiano Ronaldo in Europa hat. Und Messi brauchte für seine 36 Tore 72 Spiele. Also, wie gesagt, der nächste unglaubliche Rekord des Portugiesen. Ich weiß nicht, was man noch über ihn sagen soll. Die einzige Hoffnung, die ich wirklich habe, ist, dass er noch auf die 1000 Tore kommt. 1000 Tore. 1000! Worüber reden wir hier? Es gibt Fußballer, es gibt Stürmer, die hatten im Laufe ihrer gesamten Karriere 100 Tore und sind als wirklich gute Fußballer in die Geschichtsbücher eingegangen. Und Cristiano Ronaldo könnte 1000 Tore machen. Also, an dem Tag ist Feiertag auf diesem Kanal, das kann ich euch versprechen. Die nächste wahnsinnige Leistung von diesem Biest, der auch immer wieder zeigt, Disziplin, harte Arbeit ist im Endeffekt wichtiger und besiegt Talent immer. Cristiano Ronaldo hatte mehr als genug Talent, also wir brauchen auch nicht so tun, als wenn das ein Holzfuß wäre. Der hatte wahrscheinlich mehr Talent als wir alle zusammen. Aber in der Welt des Fußballs gab es andere, die hatten noch mehr natürliches Talent. Ein Ronaldinho, Neymar, auch ein Messi, fußballerisch wahrscheinlich mehr Talent. Aber Cristiano Ronaldo, durch seine harte Arbeit, durch seinen Willen, durch seine Disziplin, hat er die alle
teilweise um Längen hinter sich gelassen. Der Einzige, der in seiner Nähe ist Lionel Messi. Ja, wie dem auch sei, das war das Video von heute. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, kommentieren, hypen, hypen, hypen. Wir sehen uns morgen bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin. A la Madrid!